rc-sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute haben wir mal ein richtig innovatives Produkt, nämlich die W1 Drift von Ninebot Segway. Das sind elektronische Rollschuhe, sogenannte E-Skates. Vor circa 3 Jahren, da ging es mir schon durch den Kopf, was wird die nächste technische Revolution sein, was ist das nächste Produkt, und das war mir irgendwie klar, man braucht eine Art elektrischen Schuh. Und da gab es auch schon Projekte, ein Kickstarter-Projekt aus Frankreich, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber es gab zum Beispiel, oder gibt, glaube ich, immer noch die Rocket Skates, solche roten, sehr nach Plastik aussehenden Rollschuhe, die aber leider unfahrbar sind. Naja, und nun hat Ninebot die Sache in die Hand genommen und ein wirklich gutes, fertiges Produkt ist dabei rausgekommen. Übrigens auch InMotion ist da dran. Das von Ninebot gefällt mir etwas besser, aber das von InMotion mag auch nicht schlecht sein. Aber an dieser Stelle der Appell an euch, wenn ihr so ein E-Skate haben wollt, dann kauft wirklich das Original, weil wenn ihr in China bestellt, ihr habt lange Lieferzeiten, ihr habt möglicherweise schlechte und gefährliche Akkus, ihr habt billige Nachbauten und ich meine, eure Gesundheit hängt davon ab. Und der Service, den wir euch hier bieten, also in deutscher Sprache, auch die Reparatur, die ihr hier in Deutschland erhaltet, das habt ihr woanders nicht. Und ich glaube, ich spreche auch für andere deutsche Händler, zum Beispiel für die Scooterhelden in Berlin. Hallo an dieser Stelle an euch. Ihr macht ja wirklich einen guten Job auch und das kostet ihn doch etwas mehr Geld, aber dafür hat der Kunde am Ende das Produkt in der Hand, was er auch wirklich haben wollte. Aber zurück zu den Drift W1 oder von mir aus W1, wenn es sich noch cooler anhören soll. Wir haben hier verbaut einen 44,4 Wattstunden Akku, ein Motor, oder also ich sage immer ein Motor, weil ich jetzt von einem E-Skate, einem elektrischen Rollschuh spreche, hat laut Ninebot 250 Watt und bringt euch maximal 45 Minuten. Also ist keine Angabe von der Entfernung, sondern von der Dauer. Und so ein Schuh wiegt 3,5 Kilogramm. Das ist für einen Erwachsenen zwar relativ, ich will nicht sagen leicht, aber okay, für ein kleines Kind wahrscheinlich etwas schwer. Laut Angabe des Herstellers können Kinder ab 6 Jahren aufwärts damit fahren und tragen werden sie es wahrscheinlich aber eher nicht können. Die Gummirollen unter dem Schuh haben einen Radiometer von 3,5 Zoll. Das ist weniger als bei einem Hoverboard. Aber klar, wie soll es sonst aussehen? Wenn es jetzt riesig groß wäre, würde es auch komisch aussehen. Ja, und eine Steigung von 10 Grad soll man damit schaffen. Wir haben es hier mal getestet. Also der Fahrer wiegt so circa 65 Kilogramm und das ist so eine übliche Tiefgaragenausfahrt oder Einfahrt und da kommen diese E-Skates schon an ihre Grenzen. Also das ist nicht so die Königsdisziplin und wenn dort jetzt ein 100 Kilogramm Mann draufstehen würde, ich glaube, er würde es nicht schaffen. Und 100 Kilogramm, warum? Weil diese Schuhe maximal 100 Kilogramm tragen. Von der Geschwindigkeit maximal 12 km/h, also auch ähnlich wie ein Hoverboard, natürlich deutlich langsamer als ein elektrisches Einrad. Diese Gummiräder sind aus Vollgummi übrigens, also ohne Luft, aber ich glaube, das ist klar, wenn man das sieht. Außerdem haben wir hier solche coolen RGB-LEDs verbaut, hinten und vorn, dass man euch sieht. Und wenn ihr diesen Einschalter, den länger drückt, dann wechselt ihr den Modus zwischen aus, blau, glaube ich, und verschiedene Farben, die dann da wechseln. Außerdem haben wir solche Gummigriffe, an denen man die E-Skates tragen kann. Das ist wirklich praktisch. Ich hoffe, die halten auch, weil man hat so das Gefühl, die sind sehr flexibel und man hat immer Angst, die reißen ab, aber es passiert ja nicht, also bei uns jedenfalls nicht. Die scheinen doch recht stabil zu sein.
Eine App gibt es diesmal nicht, da bin ich relativ froh drüber, ehrlich gesagt, weil man auch viel verstellen kann und meistens dauert es immer ewig, bis man das Produkt benutzen kann. Also man kann alles an diesen E-Skates mit dem Schalter machen. Diese beiden Rollschuhe sind untereinander nicht verbunden, falls diese Frage aufkommen sollte. Die arbeiten beide für sich autark. Das Ladegerät ist so konstruiert, dass wir 2 Ausgänge haben. Man sieht es hier ganz gut. Das heißt, wir haben einen Charger, aber 2 Ausgänge und damit können wir die zugleich laden. Die Ladezeit beträgt maximal 3 Stunden. Ja, wie ich euch schon gesagt habe, dieser Einschalter, den kann man dazu nutzen, um diese LED-Modi zu ändern. Oder wenn man kurz drückt, schaltet man die Geräte ein oder aus. Und das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich kurz einschalte, dann sind sie noch nicht in der, wie sagt man, also dann funktionieren sie noch nicht komplett, sondern man muss sie erst aufrichten und dann plötzlich merkt man, dass sie stabil werden und dann kann man damit losfahren. Und wenn man diese E-Skates nicht benutzt, aber die an sind, dann werden sie nach circa 1 Minute, ich habe das hier mal gemessen, also nicht circa, sondern genau 1 Minute, kippen sie dann so runter, dann sind sie im Standby-Modus und wenn man sie dann aufwecken möchte, dreht man sie zurück und dann sind sie wieder stabil und man kann damit fahren. Sie gehen aber nicht aus und sie gehen auch nicht während der Fahrt aus. Also auch, wenn ihr darauf steht, 1 Minute, werden diese E-Skates nicht ausgehen, weil ihr euch immer minimal bewegt und das registrieren diese E-Skates einfach und gehen natürlich nicht aus. Zu den Bedienelementen gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben hier die wassergeschützte Ladebuchse. Dann haben wir natürlich den einen Ausschalter und dann die 4 LEDs, die euch über den Akkustand informieren. Sonst gibt es eigentlich wirklich nichts zu beachten, außer wenn sich die Schuhe stabilisiert haben. Bitte nicht anheben, weil dann kann sich die Rolle sehr schnell bewegen und dann könnte man sich verletzen. Immer vorher ausschalten. Wie gesagt, kurz drücken, dann macht man sie aus. Wenn ihr lange drückt, ändert ihr den LED-Modus. Wenn die Schuhe allerdings schon so abgekippt sind, also im Standby-Modus sind, könnt ihr sie anheben, dann passiert da auch nichts weiter. Yeah, we're dreaming as one when you activate my love. Fixing like a glove as we dance alone. Außerdem bietet Ninebot die Möglichkeit, diese E-Skates sehr einfach zu kalibrieren. Und das macht ihr so, ihr legt sie auf eine Ebene, auf einen ebenen Untergrund mit der Trittfläche, schaltet sie ein und sobald sich die Rolle anfängt zu bewegen, schaltet ihr wieder aus. Und das war's schon, damit sind sie kalibriert. Also wir haben keinerlei Schockabsorption. Das bedeutet, hier in der Zeitlupe sieht man, das ist halt eine Hartgummirolle und die vibriert dann entsprechend. Also das ist dann nicht besonders komfortabel. Aber wie gesagt, für glatte Oberflächen ist das kein Problem. Die Dinger fahren sich ziemlich cool, man ist sehr wendig. Und wenn man Hoverboard fahren kann, ist die Lernphase extrem kurz. Für Leute, die Einräder fahren können auch. Für Leute, die es noch gar nicht gemacht haben, müssen sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist keine große Kunst, damit zu fahren. Und ja, es macht auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. To love me and to bring me
Unser Fazit, die W1 Drift von Segway Ninebot sind wirklich coole E-Skates, elektrische Rollschuhe, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Und wir sind ja diesmal extra nach Polen gefahren, nach Swinemünde an die Küste, wirklich sehr zu empfehlen, eine ganz, ganz tolle Stadt. Und dort an der Strandpromenade haben wir unser Video gedreht und die Leute haben geguckt und die wollten uns diese W1 Drift-Schuhe schon abkaufen vor Ort sozusagen. Wir mussten uns wirklich ranhalten, das Video zu schaffen und aber gleichzeitig auch die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen. Und ja, das war schon sehr interessant, aber es war mega auffällig auf jeden Fall. Und die Hoverboards, die dort ja auch rumfahren, ganz offiziell übrigens in Polen, die wirken dagegen fast schon altmodisch, wenn man mit diesen E-Skates an der Promenade langpfeift. Und ja, also man kann schon für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen. Aber gleichzeitig hat man auch großen Fahrspaß und man ist natürlich viel flexibler, weil man ja jeden Fuß einzeln bewegen kann. Die Dinger machen schon richtig Laune. Wie gesagt, maximal 100 Kilogramm. Wenn ihr schwerer seid, werdet ihr nicht diesen Fahrspaß haben. Aber für eure Kinder ist es in dem Fall ein ganz, ganz tolles Produkt. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr die Sachen, wenn ihr sie dann haben wollt, bei mir im Shop bestellt. Und freue mich auf das nächste Mal. Mal gucken, was wir dann wieder für ein tolles Produkt für euch haben. Und ich sage tschüss, bis dann. Elektro mit C-Sport.de